Guten Tag und einmal mehr Hallo zu einer weiteren Folge vom PS-Speicher TV, in der es mal wieder um ein Motorrad geht. Heute habe ich eine Maschine mitgebracht, die uns allen sehr am Herzen liegt. Es handelt sich um eine deutsche Triumph, ein Motorrad, das Ende 1953 auf den Markt kam mit dem ungewöhnlichen Namen Kornett. Kornett ist ein militärischer Dienstgrad, so eine Art Fähnrich. Offenbar war das in den 50er Jahren gar nicht so verpönt. Es klang halt auch nett und exotisch. Und dieses Motorrad bauten die Nürnberger Triumphwerke praktisch als eine der ersten kompletten Neukonstruktionen in den 50er Jahren. Und das hat sehr viele ungewöhnliche Features. Wir haben nicht nur ein seinerzeit hochmodernes Fahrwerk mit einer Hinterradschwinge und einer Teleskopgabel. Das ganze Motorrad ist sehr kompakt gebaut und es hatte eine ganz große Besonderheit, das sieht man auch an dieser großen Auspuffbirne, die vom Krümmer bis in den Schalldämpfer geht. Propagiert wurde das flüsternde Motorrad. Und in allen Tageszeitungen konnte man über die unseligen Knatterprotze lesen. Man verbot Motorrädern in Kurgebiete einzufahren. In den Großstädten war das sogenannte Lärmproblem genauso akut, wie es eigentlich jetzt ja auch heute wieder für viele ist. Und hier versuchte Triumph wirklich dem Trend entgegenzuwirken und ein modernes, leises Motorrad zu bauen. Das sieht man auch sehr, sehr gut auf dieser Anzeigenseite. Hier sieht man halt dieses Verbotsschild für ein altmodisches Motorrad. Und ausgenommen vom Fahrverbot ist halt die flüsternde Triumph Kornett. Also hier ist der Zeitgeist der 50er Jahre und auch die Probleme, die die Leute damals hatten, wirklich richtig gut zu ersehen. Ja, und ansonsten ist diese Maschine auch technisch wieder ungewöhnlich. Es handelt sich nämlich nicht nur um einen Zweitakter, das war damals Standard, sondern um einen Doppelkolben-Zweitakter. Diese Bauweise hatte Triumph nach dem Zweiten Weltkrieg zu ihrem Credo erkoren. Otto Reitz, der Chefkonstrukteur, mochte diese Doppelkolben-Zweitakter, bei der zwei Kolben auf ein Y-förmiges Pleuel liefen. Das heißt, man hatte also einen Kolben für die Spülung des Motors und der andere Kolben war eigentlich der eigentliche Arbeitskolben, in dem die Verbrennung und die Zündung stattfanden. Und das führte dazu, dass diese Bauart, diese Motoren besonders kultiviert bei niedrigen Drehzahlen liefen. Der Verbrauch war sehr gering. Und eine ganz interessante und wichtige Besonderheit, darauf wurde auch in diesem Prospekt hingewiesen, das einzige deutsche Motorrad mit elektrischem Anlasser. Es war überhaupt weit und breit eine der ganz wenigen Maschinen mit elektrischem Anlasser. Und mit diesem Feature konnte man natürlich viele Zeitgenossen damals beeindrucken, weil ein elektrisch gestartetes Motorrad, das war schon für die meisten Deutschen ein Novum. Das nächste, was an der Maschine interessant ist, ist das Fahrwerk. Hier hatte man ölhydraulische Federbeine, eine weiche, sehr schluckfreudige Federung für die damaligen Straßen, wirklich ideal. Dazu diese weichen, bequemen Sättel. Der Sozius-Sattel musste gegen Aufpreis extra gekauft werden. Aber in ihrer Klasse, 200 Kubik, war das nicht nur das modernste, sondern halt auch das kultivierteste Motorrad, das der deutsche Markt bot. Ja, die Fahrleistungen sind halt so mit den 10 PS meiner Figur. Ich bin ja auch nicht ganz leicht. Da sind echte 90, vielleicht Tacho 100 drin. Das heißt, im heutigen Verkehr ist man nicht wirklich schnell unterwegs. Aber auf kleinen Nebenstraßen wie hier rund um Einbeck in dieser herrlichen ländlichen Umgebung, da macht so ein Motorrad auch nach wie vor Freude. In Einbeck haben wir halt nicht nur diese eine Triumph, ganz im Gegenteil. Unser Stifter Karl-Heinz Rehkopf, dem wir den ganzen PS-Speicher und die fantastische Fahrzeugsammlung letztendlich zu verdanken haben, kaufte das Motorrad praktisch ein bisschen als Ladenhüter mit einem Nachlass. Das konnte er schwingen und das hat er halt bis heute nicht vergessen. Und ich kann verstehen, dass dieses Motorrad ihm wirklich viele schöne Touren und jahrelang Freude geschenkt hat. Deswegen haben wir auch praktisch die ganze deutsche Triumph-Palette im PS-Depot Motorrad und auch Triumph-Motorräder natürlich im PS-Speicher. Ich freue mich, wenn wir uns in Einbeck treffen und freue mich auch, Ihnen die nächste Folge PS-Speicher TV wieder mit einem ganz anderen Motorrad zeigen zu können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.